Herzlich willkommen zu der Ausgabe Weekly Strategy Update. In dieser Folge soll es um Doppelausbau gehen. Und zwar genau gesagt einen Doppelausbau, den ich in den nächsten 12 bis 24 Monaten erwarten werde. Ich nenne ihn Doppelausbau 2.0, der NE4 getriebene Doppelausbau. Und was es damit zu tun hat, das wird seit Richtung Ende des Videos ergeben. Vorher wollen wir einmal drauf schauen, okay, was ist denn der bisherige Doppelausbau gewesen? Und dann schauen wir uns natürlich an, okay, was ist der künftige oder meine persönliche Prognose, der künftige Doppelausbau. Doppelausbau 1.0, also der Doppelausbau, den wir in den letzten 3, 4, 5 Jahren im Wesentlichen erlebt haben. Ihr kennt es alle, diese halbstädtisch, halbländlichen Gebiete. Eine Deutsche Glasfaser hat ausgebaut, eine Telekom hat ausgebaut, vielleicht noch 3, 4 andere haben vor auszubauen. Und genau, ich gucke auf diesen Doppelausbau, den bisherigen Doppelausbau neutraler, sehr viele in den Medien tun. Viele sehen das, ich glaube, sehr stark konnotiert mit etwas sehr Negativen. Ich, betroffen von Doppelausbau, viele Jahre lang sehe das eher als, weniger als Strategie, sondern eher als Phänomen, was ich beobachtet habe. Und zwar dadurch geboren, dass wir nutzen alle irgendwelche, Prognosetools, Gebietsplanungstools. Und was ich einfach erlebt habe, ist, dass besonders letzten 3 und 5 Jahren sind die Tools immer professioneller geworden. Die sind immer zugänglicher geworden. Also wenn du vor 5 Jahren noch so den heiligen Gral hattest mit dem tollen Tool, wo du Gebiete super toll planen, analysieren konntest, ist das heute gar nicht mehr so ein riesen Wettbewerbsvorteil, ne? Sondern kannst bei fast jeder x-beliebigen Unternehmensberatung das Tool einfach kommen und die Daten dazu bekommen. Und die Daten sind wie Nexiga-Daten oder so. Mittlerweile hat sich da einfach ein standardisiertes Best-Practice-Vorgehen wie im Markt etabliert. Dann wechseln die Experten von dem einen Unternehmen zum anderen Unternehmen, nehmen natürlich viel Know-how mit. Am Ende für mich die Tools, die Auswahlprozesse sind einfach so professionell geworden und damit die Fähigkeit der Unternehmen, die guten von den sehr guten, von den richtig guten und den richtig attraktiven Gebieten zu unterscheiden, sodass dieses ich bin der Einzige, der jetzt ein gutes Gebiet hat und jemand anderes muss mir also folgen. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, sondern es gibt einfach monatelange Planungs- und Analyseprozesse. Es gibt viele Vorinvestitionen auf Basis von Gebietsanalysen. Und wenn ich dann als Anbieter mal die Möglichkeit habe, weiß nicht, ich habe eine Planung fertig, ich habe die Genehmigung bekommen und dann kann ich jetzt irgendwie starten zu bauen, dann wird halt einfach auch gebaut. Und wenn es dann Gerüchte gibt, dass jemand anderes auch baut, vielleicht in einem anderen Teil des Gebiets oder in demselben Teil des Gebiets, das ist dann quasi schon so spät im Prozess, dann viele nicht mehr die Entscheidung treffen, ja, oh, dann ziehe ich jetzt zurück, sondern dann ist einfach nur zum Teil dann eine Frage von Zufall. Wer ist dann jetzt derjenige, der zuerst ausbaut und wer ist dann der Böse, der überbaut? In Wahrheit ist es einfach nur irgendwie marginale interne Prozessverschiebungen, wie der erste und der zweite ist. Mindestens meine persönliche Einschätzung in 9 von 10 Fällen. Also eher Doppelausbau per Unfall, würde ich immer nennen. Einfach Sunk Invest getrieben und dann zieht auch keiner mehr zurück. Weil wenn du mal ein paar 100.000 irgendwie vorinvestiert hast, kannst du das nicht 3, 4, 5 Mal machen, ohne auszubauen. Das geht einfach nicht. Also dafür sind wir als Manager der Glasfaserbranche zu stark verzielt, zu stark auch Shareholder, Stakeholder getrieben. Das kannst du einfach nicht machen. So, und dann baust halt lieber ein Gebiet zur Hälfte aus als gar nicht aus und hast dann halt zumindest deinen Sunk-Invest ein bisschen reduziert. Vielleicht gibt es auch den einen von 10 Fällen oder einen von 100 Fällen oder was auch immer, wo dann jemand sagt, oh, ich möchte diesen einen Wettbewerber systematisch kaputt machen, dem systematisch den Business Case kaputt machen. Ja, vielleicht passiert das. Ich glaube, das ist immer durchaus irgendwie so eine Strategie, die man schon mal hört, ne, dass wenn Wettbewerber anfangen, so Backbone-Strecken aufzubauen, so ein Dorf zum nächsten, dass man dann versucht, da reinzugehen. Ich glaube, das sind solche strategischen Moves, die mögen dann auch mal aggressiver durchgesetzt worden sein. Aber im Wesentlichen den Doppelausbau, den ich wahrnehme, das ist der Doppelausbau per Unfall gewesen. Zumindest sehr, sehr stark in diesen ursprünglichen Ausbaugebieten, halbstädtisch, halbländlichen Gebieten, also in diesen eigenwirtschaftlichen, halbstädtischen Gebieten, ist das im Wesentlichen der Grund für das Phänomen Doppelausbau.
Das, was sich jetzt verändert und das, was mich dazu verleitet, das ganze Doppelausbau 2.0, der NE4 getriebene Doppelausbau zu nennen, sind 2 oder 3 Meter Trends, die man der Kleinglasfaserbranche gleich festmachen kann. Der eine ist Ausbaugebiete getrieben. Und zwar das ist eine Verschiebung der Ausbaugebiete von Norddeutschland nach Süddeutschland. Beginnt bei der Deutschen Glasfaser vor irgendwie 10, 15 Jahren, aber auch, weil einfach die Bodenverhältnisse in Norddeutschland sehr gut sind, die Oberflächen sehr, sehr vorteilhaft, wenig Asphalt, viel Pflaster, viel Grün. Das sind sehr gute Bedingungen, um schnell profitablen Glasfaserausbau hinzustellen. Und das sind einfach die sagen wir, Ausbaugebiete der vergangenen Jahre gewesen. Nun ist der norddeutsche Bereich zunehmend gut ausgebaut und sehr wettbewerbsintensiv. Und nun zeigt immer mehr Planungsprognose, dass die nächstwirtschaftlichen Gebiete dann die Gebiete sind, die dann zunehmend in Süddeutschland sind. Je südlicher ich komme, desto mehr Pflasterquote habe ich, desto mehr Asphaltquote habe ich, desto mehr auch schlechtere Bodenverhältnisse habe ich. Also ich habe nicht mehr den guten Sandboden in Norddeutschland, sondern mehr Lehmboden, wo ich Bodenaustausch machen muss, mehr Bodenklasse 6, mehr Bodenklasse 7, also dicke Felsbrocken und so weiter, je südlicher ich bin. Und südlicher heißt dann gar nicht mal, dass es in den Alpen stehen muss, sondern das können wir auch schon so im oberen Bayern oder in Hessen sein. Das ist auf jeden Fall nicht mehr Schleswig-Holstein, Niedersachsen, nördliches Nordrhein-Westfalen. Der zweite Trend, den ich wahrnehme, ist eine Verschiebung des Ausbaus von den mittleren Städten hin zu den großen Städten. Also plötzlich fangen wir an, in Berlin, in Hamburg, Hannover auszubauen. Nicht mehr in den kleinen Gemeinden mit 5, 10, 20.000 Wohneinheiten, sondern wir gehen in diese größeren Gebiete rein. Und auch in diesen größeren Innenstadtgebieten. Und in diesen Gebieten habe ich auch eine deutlich, deutlich höhere Asphaltquote. Wenn ich bei kleineren Gebieten, also kleineren Städten bin, dann in die Innenstadt gehe, habe ich dann diese einbetonierten Pflastersteine und dergleichen, sehr teuer, sehr aufwendig, sehr fehleranfällig. Das sind einfach Dinge, gerade die Ökonomie von Glasfaserausbau sehr stark verändern. Und gepaart mit Nord-Süd, gepaart mit mehr in die großen Städte, gepaart mit mehr in die Innenstädte, verändern sich ganz viele Business-Case-Annahmen. Gleichzeitig, und diese Annahmen sind negativ, gleichzeitig dreht zwar der Markt in Bezug auf die Wohnungswirtschaft. Wohnungswirtschaften waren in den vergangenen 3, 5, vielleicht 7, 8 Jahren eher nicht der große Freund desjenigen, der den Glasfaserausbau vorangetrieben hat. Also als leidgeplagtes Kind der ersten Stunde Glasfaserausbau, aber versucht da irgendwie bei Wohnungswirtschaften reinzukommen. Liegt vielleicht an dem Hintergrund als Telco, Glasfaserunternehmen. Wenn du es als Kabelnetzbetreiber tust, ist ja wahrscheinlich deutlich leichter. Aber diese Glasfaserausbauunternehmen sind in dieser ersten Phase, ich bin selber im Glasfaser Nordwest mit aufgebaut, da hast du es einfach sehr, sehr schwer gehabt. Deutsche Glasfaser hat solche Gebiete auch komplett außen vor gelassen. Und so hast du es eigentlich bei allen gesehen, die diese WOWI-Gebiete außen vor gelassen haben. Gar nicht mal, weil sie da nicht rein wollten. Im Gegenteil, also viele wollten da rein, aber die haben uns einfach nicht reingelassen. Das dreht sich jetzt gerade. TKG-Novelle, der Markt dreht sich, das Thema Digitalisierung wird immer prominenter. Und plötzlich, auch natürlich, weil es ein Stück weit einen gesetzlichen Zwang gibt, aber plötzlich bewegt sich der gesamte NE4-Markt, also der gesamte Wohnungswirtschaftsmarkt, NE4-Markt, in Richtung von FTTH. Und eine Situation, wo ich vor Jahren noch eine wahrscheinlich Buchungswahrscheinlichkeit von solchen NE4-Gebieten sehr, sehr gering bewerten musste, weil einfach eine Wohnungswirtschaft mich in das Gebiet nicht reingelassen hat oder anders gesagt, ich selber nicht gut genug gewesen bin, diese zu überzeugen, mich reinzulassen, kann man auch so sagen. Plötzlich dreht sich das und plötzlich finden sehr viele Deals, würde ich sie mal auf Trump-Art nennen, sehr viele Deals statt zwischen Glasfaseranbietern und Wohnungswirtschaften, genau in diese Liegenschaften wieder reinzukommen. Und plötzlich bin ich als Glasfaseranbieter in der Lage, etwas, was vorher undenkbar gewesen ist, nämlich mehrere Kilometer, vielleicht auch sogar über ein anderes Glasfasernetz rüber zu bauen,
zu einer bestimmten Liegenschaft zu kommen. Das ist plötzlich ein Business Case, der dadurch, dass ich der Einzige bin, der in der Lage ist, diese Liegenschaft anzuschließen und sofort eine hohe Penetration an Endkunden erwarten kann, plötzlich rechtfertigt das einen Doppelausbau, der vorher in der Business Case Welt, ne, wo ich 70-80% Auslastung über die lange Zeit gebraucht habe, plötzlich rechtfertigt das einen Doppelausbau in den Städten, weil ich durch diese hohe Dichte an Kunden pro Meter vielleicht hohe Ausbaukosten habe, vielleicht einen Doppelausbau habe, beides in Kauf nehme, weil ich nur ein Gebäude anschließen muss, mehrere 100 Kunden habe, die sofort zahlen und die sofort da sind und wo ich dann sofort meinen Cash-Effekt habe. Das ist etwas, das dreht sich gerade. Meine persönliche Beobachtung zumindest. Und ich glaube, wir werden, wenn wir so auf die nächsten 12 Monate, 24 Monate schauen, wir diese Art von NE4-getriebenen Doppelausbau häufiger sehen. Ganz wichtig zu sagen, ich würde nicht sagen, dass die Wohnungswirtschaften dann wie schuld sind. Und ich würde auch nicht sagen, dass ein NE4-getriebener Doppelausbau heißt, dass zweimal eine NE4 ausgebaut wird. Das glaube ich nicht. An die Mechanik und die Ökonomie, die sich in deinem Business Case, in deiner Ausbaukalkulation dadurch verändert, dass du fast exklusiv so ein bisschen First Mover Advantage, also derjenige, der zuerst ist, Vorteilswelt, dadurch hast du auch einen Vorteil und kannst dein Business Case sehr wirtschaftlich gestalten. Und es ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Der eine hat einen Business Case und kann damit jemanden attackieren, der schon ausgebaut hat. Und der andere, der vielleicht schon ausgebaut hat, muss natürlich überlegen, okay, kann ich nicht doch schneller mit der Wohnungswirtschaft, wo ich bereits so ausgebaut habe, einen Deal machen, um den anderen aus meinem Gebiet herauszuhalten. Und dann bin ich wieder in diesen spieltheoretischen Welt unterwegs. Wer ist zuerst? Habe ich hier schon investiert? Sunk Invest? Gehe ich dann vielleicht mit meinem Preis runter? Versuche ich mich für die Wohnungswirtschaft noch attraktiver zu machen? Insofern glaube ich, dass und das sagen ja im Wesentlichen auch alle Experten, ne? Also die NE4, die Wohnungswirtschaft, das wird also das Zündlein an der Waage sein. Ich glaube, im anderen Kontext würde man so sagen, so das Kingmaker-Asset. Ne? Also das, wenn du das hast, dann bist du da regional zumindest eine ganz, ganz große Nummer. Und ich glaube, das wird einfach an Bedeutung in den nächsten Monaten, Jahren massiv zunehmen, dass dieser reine Homes-Pass-getriebene Ausbau immer mehr an Bedeutung verlieren wird und immer mehr eben dieser spitze, WoWi getriebene, Homes Connected getriebene, NE4 getriebene Ausbau nach vorne gehen wird. Ein bisschen beobachten kann man es am Markt bereits, aber ich glaube noch nicht so, dass ich das jetzt irgendwie fundiert mit empirischen Daten belegen lassen würde. Bin sehr gespannt, was sich so in den nächsten 12 bis 24 Monaten ergibt. Wenn das dann irgendwann mal in der Zeitung steht, im nächsten Handelsblattartikel oder wo auch immer, dann bist du gut vorbereitet, kannst es ein bisschen einordnen. Und naja, ist auf jeden Fall mein Ziel, mein Grund, meine Motivation, diese Art von Videos und meine Newsletter zu machen, also das Know-how der Glasfaserbranche nach vorne zu bringen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Gerne liken, gerne kommentieren, folgt gerne bei YouTube. Ganz neuer YouTube-Kanal. Würde mich persönlich sehr freuen, weil ich da viel Zeit investiere und einfach versuche, sehr viel Wissen und Erfahrung mitzugeben. Und genau in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut.